ich hatte halt überlegt, mich selbstständig zu machen später und wollte das mal ausprobieren. Und das ist natürlich in einem herkömmlichen Praktikum ein bisschen schwieriger. Und ja, dann habe ich halt in Katrin Schmidtges Kurs einmal mitbekommen, dass es möglich ist, tatsächlich, das wusste ich halt vorher gar nicht, auch ein Praktikum bei sich selber zu machen. Das heißt, das mache ich jetzt. Und genau, also habe halt überlegt, ich schreibe ein Buch oder versuche sozusagen so zu tun, als wäre ich Vollzeitautor für 10 Wochen ungefähr. Und das ist aktuell mein Praktikum. Ich bin Katrin Schmidtke und ich habe einen Job im Praktikumsbüro des ZFS. Da kümmere ich mich um die 2 Fächer Bachelor im Profil Fachergänzung, die ihr Praktikum machen müssen. Ich sagte zum Thema Praktikum, Leute, macht das, von dem ihr glaubt, dass es euch weiterbringt, dass es das ist, was ihr vielleicht auch später mal machen wollt. Probiert euch aus, ihr habt nirgendwo eine bessere Chance als im Praktikum und hier kriegt ihr auch noch Leistungspunkte dafür. Wie wunderbar ist denn das? Ja, dann ging das so um Formales und was darf man denn und was kann man denn, und da habe ich gesagt, ich habe auch schon eine Praktikantin gehabt, die hat ihre Selbstständigkeit ausprobiert. Die wollte gerne Übersetzerin werden und die hat gesagt, ob sie das nicht auch als Praktikum machen kann. Und ja, das habe ich in so einem Nebensatz fallen lassen und da sah man schon, wie sich die Ohren von Johannes gespitzt haben. Warum ich das jetzt als Praktikum mache, hat sich daraus ergeben, dass ich halt kurz vor Abschluss des Bachelors stehe und ich halt ernsthaft darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich später machen möchte. Und da eben die Selbstständigkeit in Frage kam, wollte ich das mal ausprobieren, weil ich dachte, das ist möglicherweise die letzte Gelegenheit, so viel Zeit am Stück in ein Buch zu stecken. Das ist ein Fantasy-Buch und im Grunde geht es um 3 Hauptfiguren, einmal also die in einem relativ kriegszerrissenen Land leben. Und es geht darum, wie die mit ihren persönlichen Dämonen so ein bisschen umgehen. Also meine Kreativität kommt zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auch an unterschiedlichen Orten raus. Kann ich leider nicht so ganz kontrollieren. Aber wenn ich nachdenken muss, mache ich am besten Spaziergänge. Und dann ist es natürlich gut, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Also irgendwie in die Felder oder in den Wald, das ist wunderbar. Ganz klischeehaft im Grunde. Und das löst auch meistens irgendwie so ein paar Schwierigkeiten auf. So ein bisschen Bewegung am Rande vom Sichtfeld tut irgendwie ganz gut. Weil ich dann eben nicht manchmal ist es sehr beengend, irgendwie in seinem Büro zu sitzen dann doch und irgendwie vor sich hinzuschreiben. Ich persönlich versuche aktuell während des Praktikums 3000 Wörter pro Tag zu schreiben. Und das klappt mal so, mal so. Also es gibt natürlich Tage, da schaffe ich mehr oder auch mal weniger. Und das dauert dann auch im Schnitt. Also ich habe mich jetzt so auf eine Geschwindigkeit sozusagen eingefunden, dass ich so ungefähr 1200 Wörter pro Stunde schreibe. Sich auf dem Markt zu etablieren ist aktuell noch ein bisschen schwierig. Also erstmal ist man natürlich nicht in den normalen Buchregalen bei den Buchhändlern verfügbar. Also ich möchte das ja über Self-Publishing machen und dann kann ich eben nur über das Internet gefunden werden. Der Riese ist dann natürlich Amazon. Und die Wege zur Sichtbarkeit sind eigentlich aktuell, also für wirkliche Neueinsteiger, soweit ich das beurteilen kann, mehr zu schreiben. Also je mehr Bücher ich schreibe, desto sichtbarer werde ich auch. Und ich kann erwarten, denke ich mal, dass mein erstes Buch sich fast gar nicht verkaufen wird, wenn überhaupt. Das zweite vielleicht auch, das dritte vielleicht auch, weil man eben auch sehen muss, ein komplett unbekannter Autor, der hat eben auch keinen Vertrauensvorschuss von den Lesern. Also dann muss das Produkt wirklich professionell aussehen. Wenn es das nicht tut, dann fällt es schon mal raus, weil es einfach so eine Flut an Büchern gibt natürlich. Also ich habe noch ein paar Tage vor mir. Geschafft habe ich noch nicht alles. Entsprechend gerade das Schreiben hat jetzt eben unter einem Umzug gelitten. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen was nachholen. Und das ist aber auch ganz gut, weil das eben das Experiment mal wirklich auf die Spitze treibt im Grunde. Und ich wirklich als Selbstständiger vor dem Problem stehe, dass eben der Alltag einfach mal dazwischen fällt. Deshalb, ich denke, ich werde noch alles schaffen, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht ganz in der Zeit, kann man sagen. Wobei das Buch in erster Linie gar nicht so wichtig für mich ist, sondern mir ist eigentlich wichtiger, dass er mit dem Buch auch nach draußen geht. Denn letztendlich soll er, also Teil dessen ist, wenn man so eine Arbeit macht, man will ja auch irgendwie davon leben. Und auch das muss man ausprobieren und gucken, wie kann ich davon leben und wie kann ich das Produkt denn jetzt an die Leute bringen. Da steht für mich ganz, ganz vorne der Teil,
was bedeutet das für euch? Also letztendlich seid ihr die Bewerter an der Stelle, die euch fragen müsst, okay, ist das, was ich beruflich mal machen möchte? Welche Kompetenzen konnte ich denn da einbringen? Was ist mir da gut gelungen in diesem Praktikum, in dieser Tätigkeit, die ich gemacht habe? Es gibt eigentlich sehr wenig, was einen, finde ich, auf Selbstständigkeit vorbereitet, außer Selbstständigkeit selber. Und ich kann im Grunde jederzeit irgendwie eine Mail schreiben, hey, ich habe hier das Problem, wie können wir das angehen? Und das finde ich sehr angenehm, das so im Rücken zu haben. Also ich kann nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und mal anzufragen mit einer eigenen Idee, was auch immer das ist. Mir persönlich kann ich jetzt schon sagen, auch vor Ende des Praktikums hat es extrem viel gebracht, weil ich viel über mich selbst gelernt habe und meine eigenen Arbeitsprozesse, was mir halt vorher gar nicht so bewusst war. Auch wenn man natürlich als Student praktisch für sich selbst arbeitet, ist es nochmal was anderes, wirklich 8 Stunden am Tag da zu sitzen und wirklich intensiv daran zu arbeiten und zu schauen, was funktioniert eigentlich für mich, was funktioniert nicht. Und es ist eine sehr interessante Erfahrung einfach, das zu machen und auch eine wunderbare Gelegenheit, das machen zu können.